Offroad Beast, ein Audi TT mit Dach, Gepäckträger, mit einer Aufnahme für Ersatzrad auf der Heckscheibe. Klingt wild, aber heute geht es darum, dass wir das genau in diesem Video umsetzen. Das Ganze werde ich selbstverständlich nicht selber schweißen. Es kommt ein Kollege vorbei. Das ist Jenan, das ist mein Schweißer, der mir hier helfen wird, das Ganze zusammenzubauen. Was ist der Plan für die Ersatzradaufnahme? Wir setzen eine X-Strebe jeweils hier von der einen Seite und von dieser Seite aus drüber. Und dort werden wir dann das Ersatzrad befestigen. Und unser Dachgepäckträger wird auch interessant, den werden wir uns auch selber schweißen. Vorarbeit darf natürlich nicht fehlen. Wir müssen die Kofferraumverkleidung komplett ausbauen. Geht beim TT nicht gerade schön. Ist das ein Bullshit? Plastikkram, Wahnsinn. Da muss man doch ein bisschen Gewalt verwenden. Das ist dann einmal die Verrohrung, aus denen wir dann einmal das Gestell bauen werden. Das muss definitiv was Massives sein. Ja, alles andere würde nachgeben, denn die Offroad-Ersatzradfelge ist auch verdammt schwer. Bohren das Ganze erstmal vor und dann werden wir das Ganze aufbohren müssen bzw. vergrößern, damit die Schraube auch durchpasst. Что министър? Получше прекометр. Oh, Wako. Ja. Добре, сейчас имам правец. So, haben das hier mal auf balkanische Art etwas ausgerichtet. Müsste ungefähr die Mitte sein. Keine Ahnung, mal schauen. Dann wird das Ganze so verlaufen, aber ich habe davon keine Ahnung, dafür muss ich mich auf ihn verlassen. 69,3. Gehen wir über, schneiden wir einmal das Rohr einmal ab. So. Brauchen wir alles nicht. Weg damit. Schutzvorkehrungen müssen getroffen werden. Ja, Kotflügelschoner einmal auf die Scheibe. Wird das einmal kurz angeheftet. Ja, Schweißer ist schon ein geiler Job, wenn man es richtig schweißen kann. Ich kann nur brutzeln, schweißen kann ich nicht. Možda me struje malo udaril, neće puno. Da znala što napred, nemoj puštati. Arbeitssicherheit, Schutzmaske ist an. Sad ćemo izmjeriti ovo da imam boje. Das ist dann einmal unsere Konstruktion, die haben wir jetzt einfach mal kurz so angeheftet, etwas zentriert. Das ist eigentlich ganz gut, die Konstruktion, nur hier den oberen Bereich, da muss ein bisschen höher kommen, weil die Scheibe so gewölbt ist. Hat was in sich, das Projekt, aber machbar. Ein Schweißer kostet ein bisschen die Nerven, muss halt damit durch. Muss ich hier wieder Meisterleistung zeigen, obwohl ich keine Ahnung habe von dem Job, was ich hier mache. Kann das einfach nicht. Scheiß Schweißerei da, ey. Er steckt sich gerade die Hände über den Kopf, ey. Immer dabei schön einen am Smöseln. Ja, nimmt Haufen Zeit, das Ganze hier etwas zu zentrieren. Jetzt haben wir das Ganze wieder getrennt, dann nochmal anschweißen müssen. Ja, jetzt haben wir wieder das Problem, hier ist es wieder zu niedrig. Hier ist es etwas höher. Jetzt werden wir das Ganze wieder abflexen, dann nochmal höher setzen, wieder Punktschweißen. Stabilisieren das Ganze hier dann jetzt mit solchen Querstreben, damit das Ganze sich nicht so viel verstellen kann. Mir ist zum Weinen. Das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Rohre werden jetzt hier schön verschliffen, damit das Ganze schön aussieht. Die wir jetzt erstmal so angefertigt haben. Sieht eigentlich ganz okay aus, oder? Und wenn das Rad mal dann auf der Heckscheibe drauf ist, versuchen wir mal die Heckklappe aufzumachen. Wir haben jetzt hier ein Druckstück von einem Spezialwerkzeug für Radlager auszupressen. Das werden wir jetzt so schön einschneiden, damit das Werkzeug hier schön vertieft in das X sich hineinsetzen kann. Das ist dann einmal unsere Adapterplatte angesetzt und dann auch einmal oben drauf geschweißt. Jetzt kommt Schweißermeister hier. Beim ersten Mal direkt alles verkackt. Ja, Arbeitssicherheit. Ja, statt das Ding festgeschweißt, habe ich meinen Fuß geschweißt. Schlüssel, Heckklappe öffnen. Wir checken das Ganze einmal so. Ja,
Die Heckklappe kann natürlich nicht mehr von alleine halten. Schwer ist die jetzt, ja. Die ist etwas schwerer, aber ne, ist ganz gut. Also hier werden wir das Ganze noch etwas schöner ausschneiden und dann können wir hier einmal die Konstruktion befestigen. Also da mache ich mir keine Gedanken. Und damit abgeschlossen hat der Reiseesel uns wieder Material gebracht. Und zwar ist das die Verrohrung jeweils für den Dachgepäckträger, den wir uns dann hier selber zuschneiden werden. Ja. Hier flexen, nicht da flexen. Oder wirst du dich das zweite Mal beschneiden? Jetzt geht's richtig ran zur Sache. Parallel beide hier am Flexen. Und was macht meine Persönlichkeit? Gar nichts. Einfach nur genießen und trinken und zuschauen. Das wird dann der untere Teil sein vom Korb. Den werden wir dann einmal zurechtschweißen. Ziemlich kleiner Korb, aber wir haben auch ein ziemlich kleines Dach. Lampe ist abgeschnitten. Alles weg, was die Miete nicht zahlt. Wir haben jetzt hier Zwischenstreben reingesetzt. Darauf kommt dann später ein Metallgitter drauf. Das wird dann auch punktgeschweißt oder festgeschweißt. Der ist nicht in einem Winkel, denn der Korb ist, ja, das Dach selber vom TT ist nicht im Winkel. Das war auch schon wieder wild, mal hier das zusammenzubauen. Das Grundgestell steht schon fast. Also wir haben diese Querverstrebung. Wir haben einmal die untere Ebene. Jetzt kommt eine weitere Ebene oberhalb. In der Zwischenzeit haben wir dann die Radläufe bearbeitet. Wir haben das Ganze dann etwas weggeschnitten, weggeflext, hier etwas Raum erweitert, damit der Reifen einfach ordentlich Platz hat beim Einfedern, damit hier nichts an der Karosserie schleift. Schön verschweißen, damit das hier nochmal komplett verschlossen ist. Sieht doch gut aus, oder? Das Ganze werden wir dann etwas höher setzen, ein paar Zentimeter, 5 Zentimeter vom Dach. Wir sind eigentlich schon fast durch, fehlt nur noch das Gitternetz als Boden. Unser Korb hier ist im Lot und jetzt bauen wir einmal unsere Füße. Der erste Fuß ist schon direkt am Fahrzeug angebracht und wird dann hier erstmal gepunktschweißt, damit das Ganze schön sitzt. Schneiden jetzt hier Blech für Blech zu. Das Ganze wird dann hier schön vermessen, zugeschnitten, passendes Loch gebohrt für die Befestigung und dann wird das Ganze hier fertig geschweißt. Das ist einmal unser Zaungitter, was wir dann hier einmal angebracht haben. Das werden wir jetzt hier einmal seitlich überall noch anschweißen von innen, damit einfach nichts rausfallen kann durch die Streben. Unser Korb ist endlich drauf, fest. Boah, ich gehe da einmal drauf. Boah, einfach nur geil. Schaut euch mal das an. Das ist wirklich einfach richtig nice. Das war unser Videoteil. Nachrüsten einer Ersatzradaufhängung sowie einem Gepäckträger auf dem Dach. Stiftung Warentest sagt, richtig nice. Ihr könnt mal richtig geile Couch draus machen und oben auf dem Auto sitzen. Nimmt langsam Form an. Wir warten noch auf die Seilwinde und auf die Trägerplatte für die Seilwinde. Dann wird die an der Front montiert. Neuer Ladeluftkühler mit den Rohren und dann sind wir damit durch. Seid also gespannt. Schaltet auf jeden Fall ein. Folgt uns auf Instagram, Facebook und nicht vergessen, lasst im YouTube-Channel ein Abo da. Wir sehen uns dann nächstes Mal, das Team von ATP Autoteile.